bald kann es losgehen. Turbo. Yeah, let's pray. Father, thank you so much for these just wonderful gift of wisdom books you've given us. Vater, danke, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast der Weisheitsliteratur. And we commit this next session to you. Wir geben dir diese letzte Sitzung. Amen. Before we move on from Proverbs, I'd like you to turn to chapter 9. Bevor wir weitergehen, guckt nochmal euch Sprüche Kapitel 9 an. Chapter 9 concludes the beginning of Proverbs, but before you get to the actual sentence sayings. Also Kapitel 9 ist der Abschluss dieser Gedichte, bevor dann die eigentlichen Sprichwörter losgehen. And chapter 9 is actually summarizing everything that's been said before. Und das ist wie eine Zusammenfassung der vorherigen Kapitel. And in verses 1 through 6 you meet Lady Wisdom. Und in den ersten 6 Versen begegnet euch Frau Weisheit. And in 13 through 18 you meet Lady Folly, Lady Foolishness. Und Verse 13 bis 18 trefft ihr Frau Torheit. Dummheit. Now both of these ladies have been mentioned in the chapters before. Beide dieser Damen wurden in den vorherigen Kapiteln schon erwähnt. And it's the literary device of personification. Das ist eine Technik in der Literatur, dass man Dinge personifiziert. Where a concept is given a personality. Also dass ein Gedankenkonzept wie eine Persönlichkeit bekommt. And in Proverbs, wisdom is identified as a woman. Und in den Sprüchen wird die Weisheit als Frau dargestellt. Chapter 8 particularly speaks about Lady Wisdom. Besonders Kapitel 8, da geht es um die Frau Weisheit. And the enticing woman we read about in chapter 5 is a picture of foolishness. Und die verführerische Frau in Kapitel 5, das ist die Frau Torheit. Now in chapter 9 there's obviously a comparison between these two women. In Kapitel 9 geht es um einen Vergleich dieser 2 Frauen. Because they're both calling out to people. Denn sie rufen beide den Leuten hinterher. And they're both inviting the simple, the person who needs wisdom, to come into their house. Und beide laden die einfache Seele, die Weisheit nötig hat, in ihr Haus. And they're both inviting them to eat in their house. Und sie laden sie beide ein, um in ihrem Haus zu essen. We find in 9:1 that wisdom has built her house and has hewn her 7 pillars. Und in Vers 1 sehen wir, dass die Weisheit hat ihr Haus gebaut und auf 7 Säulen. And in verse 13 we find the foolish woman is loud, she's ignorant, she knows nothing, she sits at the door of her house. Und in Vers 13 sehen wir, die Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses. And we read about Lady Wisdom in verse 3 that she sent out her servant girls and she calls from the heights of the places, height of the town, you who are simple, come in here. Und Frau Weisheit in Vers 3 sandte ihre Mägde aus, zu rufen oben auf den Höhen der Stadt. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. And the foolish woman does the same in verse 15. She calls to those who pass by, those who have gone straight on the path, you who are simple, turn in here. Und die Frau Torheit in Vers 14 sitzt sie vor ihrer Tür und lädt auch die Leute ein, die vorübergehen. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. And so, in a pictorial way, this is speaking about 2 choices, a choice that needs to be made. Und auf bildliche Art und Weise wird hier eine Grundsatzentscheidung dargestellt. Are we going to choose to go after Lady Wisdom or after Lady Foolishness? Wirst du der Frau Weisheit nachfolgen oder der Frau Torheit? And in the picture language, both are offering food.
Und in dieser bildlichen Sprache, beide bieten dir Nahrung an. Lady Wisdom, she has slaughtered her animals and she's mixed her wine and she has set her table. Also die Frau Weisheit sagt, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. In other words, she's prepared a banquet. Also sie hat wirklich ein Festmahl vorbereitet. And she's inviting people to come into this banquet. Und sie leitet Leute zu diesem Festmahl ein. Lady Foolishness, Die Frau der Torheit, what she has is to offer is in verse 17. was sie anbietet, steht in Vers 17. Stolen water is sweet and bread eaten in secret is pleasant. Sie sagt, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. And that's what she has to offer. Das ist, was sie anbietet. But it's enticing because it's secretive and seductive. Aber es ist doch verführerisch, weil es heimlich ist. But the choice has a consequence. Aber die Entscheidung, die du da triffst, die wird Konsequenzen haben. In chapter 9, verse 6, In Vers 6, those that go into the home of Lady Wisdom, die zur Frau Weisheit einkehren, they lay aside immaturity and they live and they walk in the way of insight. da steht, die verlassen die Torheit, so werden sie leben und gehen auf den Weg der Klugheit. But in Lady Foolishness, there's only death. Aber bei Frau Torheit gibt es nur Tod am Schluss, Verse 18. in Vers 18. But they do not know that the dead are there and her guests are in the depths of Sheol. Also er weiß aber nicht, dass dort nur die Schatten wohnen und dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. And so in a poetic way, there's a choice that is being presented to people. Also auf poetische Art und Weise wird euch da eine Entscheidung vorgesetzt. The choice of the banquet with Lady Wisdom or bread and water with Lady Foolishness. Das Bankett mal mit Frau Weisheit oder Wasser und Brot mit Frau Torheit. And what that actually means is explained in the middle of these two women in verse 7 through 12. Und in Versen 7 bis 12, also in der Mitte, wird erklärt, was das bedeutet. And it has to do with our attitude to receive correction and instruction. Und da geht es darum, mit was für einer Einstellung gehe ich um, wenn mich jemand korrigieren will oder mir was beibringen möchte. Whoever corrects a scoffer wins abuse. Whoever rebukes the wicked gets hurt. The scoffer also, who is rebuked will only hate you. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. In other words, this person here is refusing to receive correction and instruction. Also das bedeutet, dass der, den du versuchst zu helfen, dass der deine Hilfe praktisch ablehnt. The wise, when rebuked, will love you. Also Vers 8, rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasst, sondern rüge den Weisen, der wird dich lieben. In other words, they welcome correction, they welcome instruction. Der Weise ist der freut sich über Korrektur und Belehrung. Give instruction to the wise and they will become wiser still. Teach the righteous and they will gain learning. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. And then it's right in the very middle of this chapter, of this chiasm, we get a repetition of this phrase. Und in der Mitte des Kapitels, das ist wieder ein Chiasmus, da kommt dann diese wichtige Aussage. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. And you see, remember the chiasm, it's in the heart of the chiasm that you get the big moment. Und erinnert euch dran, es ist immer im Zentrum, im Herz von so einem Chiasmus der Struktur, da steht das Wichtige drin. And wisdom speaks in verse 11, Lady Wisdom. Und Frau Weisheit spricht in Vers 11, For by me your days will be multiplied and years will be added to your life.
Denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. And then a warning. Und dann eine Warnung. If you are wise, you are wise for yourself, but if you scoff, you alone will bear it. Bist du weise, so bist du es dir zugute. Bist du ein Spötter, so musst du es allein tragen. In other words, if you reject wisdom, you're going to suffer the consequences of that. Also, was sie damit sagen will, ist, wenn du die Weisheit ablehnst, dann musst du auch die Konsequenzen davon tragen. And so you see, it's setting people up for to have the right heart attitude to be able to continue in Proverbs and gain benefit from it. Also das ist wie, dass man versucht, den Leuten die richtige Einstellung, Herzenseinstellung für diese Sprüche zu geben, sodass sie nachher vom Rest der Sprüche profitieren. And so when you come to those first chapters, you see how the picture is this young man starting out on life. Also wenn man am Anfang sieht man, da ist ein junger Mann, der gerade so im Leben losgeht. And there's the Madam Foolishness trying to entice him with her seduction. Und da ist dann die Frau Torheit, die ihn versucht zu verführen. And then there's Lady Wisdom trying to call on him to be wise and take her instruction. Und dann ist da die Frau Weisheit, die ihn versucht dazu zu bringen, dass er auf ihre Stimme hört. And it's in the light of that, I think we should see this final acrostic poem in chapter 31. Und ich glaube, in diesem Licht muss man auch das akrostische Gedicht in Kapitel 31 sehen. Because it turns out that this young man did indeed marry Lady Wisdom. Denn es sieht so aus, als ob dieser junge Mann wirklich Frau Weisheit geheiratet hat. And life has gone well with him. Und sein Leben ging gut. It speaks here about her husband being in the gate. Da steht, dass ihr Ehemann im Tor sitzt. I'm trying. It's in verse 23. Vers 23 in Kapitel 31. It says that her husband is known in the city gate, taking his seat among the elders of the land. Ihr Mann ist bekannt in den Stadttoren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Now, if you misunderstand this, you can think that the wife is doing all the work and he's sitting in the gate playing chess with all of his friends. Das kann man missverstehen im Orient. Die Frau muss zu Hause malochen und er sitzt da irgendwo im Schatten und spielt Schach mit seinen Freunden. And it does seem in some cultures that seems to be the way. Und es gibt Kulturen, wo es genauso funktioniert. But remember, in biblical times, being at the gate, that is like being on the town council. It's where the justice is done, it's where business is done, it's where there's activity. Aber damals war es so, wenn du am Stadttor saßt, dann ist das vergleichbar heute mit, dass du im Gemeinderat bist oder im Stadtrat. And this is a pictorial way of talking about the fruit of wisdom in many and different varied ways. Und das ist einfach eine bildliche Sprache von der Frucht der Weisheit. Now, if you have any questions about Proverbs, please ask them. Wenn es Fragen gibt, wenn du Fragen hast zu Sprüchen, dann frag doch. Just to say that Proverbs has 31 chapters. Es gibt 31 Kapitelsprüche. And, it could be each day a chapter of Proverbs every month. Also was zum Beispiel eine gute Gewohnheit sein könnte, ist, dass der Monat hat auch 31 Tage, dass man jeden Tag ein Kapitel Sprüche liest. And to do that for a season, that may Das be mal a eine good Zeit way lang to machen. enjoy this book. So kannst du das Buch genießen. Yes. I asked John. Meine Frage ist, das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf das Buch, aber dann auch irgendwie schon auf die Sprüche. Wie kann man Weisheit erlangen? It's not
specifically about this book, but how do I get wisdom? I would recommend that you do read Proverbs. Mein Tipp wäre, lies doch das Buch der Sprüche. I believe that it's a gift to us for that. Ich glaube, dass Gott uns das als Geschenk gegeben hat, genau für diesen Zweck. In English we have a paraphrase by Eugene Peterson that has done a really good translation of the different aphorisms. Es gibt, auf Englisch gibt es von Eugene Peterson wieder eine moderne Übersetzung, die diese Aphorismen sehr gut wiedergibt, auch sprachlich. And if you had something similar in German, or if not, just whatever you can get. Vielleicht gibt es ja auch auf Deutsch so was, das sprachlich so ist, dass es wirklich ankommt über die Sprüche. And connected to that is a humble, open heart to learn. Und wichtig ist einfach, dass man ein demütiges und offenes Herz hat, offen das einfach zu lernen. And in chapter 2 of Proverbs it speaks about praying for wisdom, crying out for it, seeking it. Und in Kapitel 2 werden wir ermutigt, bete doch um Weisheit, bitte um Weisheit, rufe Gott an, dass er dir Weisheit gibt. And as you read, if you did read a chapter a day, you'd say you wanted to do that, the thing would then be to take a couple of the Proverbs that you've noticed and to meditate on them, reflect on them. Und was du machen könntest, ist, wenn du das Buch der Sprüche liest, wenn bestimmte Sprichwörter dir wichtig werden, dass du sie dir aufschreibst und dann wirklich drüber nachdenkst und meditierst über einzelne. And think about them in the light of your life or in the life of someone you know or a circumstance that you're aware of. Und versuche sie anzuwenden. Wie passt was hat dieses Sprichwort mir jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation zu sagen oder vielleicht für jemanden anders? Because remember, they're like packet soup. They have to be filled out with life. Dann erinnert euch dran, das ist wie Instant-Suppe. Man muss sie erst auffüllen mit Wasser, also mit Leben füllen. But the problem for me is I think I don't understand the Proverbs. I think I read it and I can read it again and again and again, but what they want to say, I think I don't understand. Ich glaube, dass ich einfach nicht verstehe, was die Sprichwörter meinen. What can I do there? My encouragement is to try a different translation, Okay. a modern Ja, translation. versuch mal eine andere Bibelübersetzung, eine moderne. Hoffnung für alle oder was Miriam hat. And the truth is that some you might not at this time, but hopefully there'll be some you do. Also es ist gut möglich, dass man manche Sprichwörter versteht man vielleicht jetzt gerade nicht, aber andere reden zu einem. And those that you do, grab hold of. Those you don't, leave for a later time. Und die dich ansprechen, die sind vielleicht die du genau jetzt brauchst, also die dann nicht auf die Seite legen für später mal. Good. Thank you. If we can jump very quickly into Ecclesiastes. Also jetzt machen wir mit Prediger weiter. Ecclesiastes is one of those books that tends to get a reaction from people. Das ist ein Buch, auf das Leute reagieren. A bit like Marmite, you either love it or hate it. Ein bisschen wie das englische Marmite, entweder liebt man es oder man hasst es. No, that's a bit strong. I've noticed over the years involved with the School of Biblical Studies how some students, they read Ecclesiastes and it is their favourite book. Mir ist aufgefallen über die Jahre, wo ich unterrichte, manche Studenten lesen Prediger und das wird zu ihrem Lieblingsbuch. Others, at the end of it, still
are trying to figure out what it's about. Und anderen geht es so, sie lesen es immer wieder, aber sie haben am Schluss immer noch nicht verstanden, um was es da eigentlich geht. And so we have different comments made about Ecclesiastes. Also deshalb gibt es verschiedene Reaktionen und Kommentare über dieses Buch. The writings, one person said, these are the writings of an anxious Hebrew philosopher composed in a miserable mode and exceedingly dreary in places. Also jemand hat dieses Buch mal so beschrieben, das sind die Schriften eines nervösen hebräischen Philosophen, er hat sie geschrieben, als er einen schlechten Tag hatte, und sie sind manchmal echt deprimierend, wenn man sie liest. Yet someone else said, this is one of man's most noblest offerings on the altar of truth. Und jemand anders, der das Buch offensichtlich gut fand, hat gesagt, das ist das Beste, was der Mensch anzubieten hat auf dem Altar der Wahrheit. This is the kind of reactions that come from Ecclesiastes, the extremes. So extrem können die Reaktionen ausfallen. Martin Luther said he felt that Ecclesiastes should be read every day. Also Luther verordnet, man sollte das Buch der Prediger täglich lesen. And so, just a little bit of foundation stuff. Ein bisschen Grundlagen. Who wrote this? Zum Beispiel, wer hat es geschrieben? It begins by saying these are the words of the son of David, king of Jerusalem. Geht los mit Vers 1. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. And that's repeated in verse 12. Und das wird in Vers 12 nochmal wiederholt. And you can see that this author claims to have had wealth and wisdom and concubines and fame and all sorts of things in chapter 2. Und der Autor sagt, dass er Weisheit und Reichtum und Nebenfrauen und Berühmtheit hat. And of course it contains lists of proverbs, like the book of Proverbs. Und wie das Buch der Sprüche findet man auch hier wieder Sprichwörter. Now, a lot could be said about the author, but just to say that traditionally interpreters have identified the preacher with Solomon. Also traditionell sagen Ausleger, dass dieser Prediger, wie er sich hier selber nennt, Salomo war. And because of the last chapter, it seems to talk about an old man, someone who'd grown very old. Im letzten Kapitel redet es von einem alten Mann. That this is Solomon at the end of his life looking back and evaluating it in the light of the fact that he was going to pass on and what has he accomplished. Kann man das zum Beispiel so sehen, dass dieses Buch ist wie ein Lebensrückblick von Salomo, als er alt war und sein Leben nochmal anschaut, was er erreicht hat. And so whether that's true or not, we don't know. Wir wissen That's nicht, ob just das stimmt. what some people have thought because of what it says at the beginning about the king of Jerusalem and the old man at Das the ist end. einfach die Meinung von manchen Leuten aufgrund von Kapitel 1, Vers 1 und das Ende des Buchs. But one thing we can be sure of is that Ecclesiastes, like the Song of Solomon, like Proverbs, it's part of a known genre of literature. Aber wo wir uns sicher sein können, ist, dass das Buch Prediger genauso wie die Sprüche zu einer ganz bestimmten Literaturgattung gehören. And it's part of a genre of what is known as pessimistic literature, pessimistic wisdom literature. Und diese Gattung oder diese Art der Literatur nennt sich pessimistische Weisheitsliteratur. Because Ecclesiastes is wrestling with a dimension of life
that is true to all of humanity. Denn im Buch Prediger, da ringt der Autor mit Dingen, die allen Menschen, gläubig oder ungläubig, im Leben passieren. And the question is, what is life about? The basic Die question. Grundfrage, die da aufkommt, ist, um was geht es eigentlich im Leben? Why are we here, and why is it that things simply don't work out the way we want them to? Er fragt sich, warum sind wir hier und warum gehen so viele Sachen schief, obwohl wir es gar nicht wollen? We can make our plans, we can work hard, and then something unexpected happens and everything we did has come to nothing. Wir können sorgfältig planen, wir können hart arbeiten und dann passiert was Unerwartetes und ruiniert alles. Here's an example of Egyptian pessimistic literature from 4,500 years ago. Hier ist ein Beispiel über pessimistische Weisheitsliteratur aus Ägypten von vor über 4.500 Jahren. And it's known as The Man Who Is Tired of Life. Es ist bekannt unter dem Titel Der lebensmüde Mann. And as you read it, you find this man is talking to himself, asking the question, is life worth living? Und also dieser Mann debattiert mit seiner Seele, ist das Leben es wirklich wert, gelebt zu werden? Or is suicide the only logical option? Oder ist die logische Konsequenz einfach, dass ich mich umbringe? So you see, this is pessimistic. Also es ist ziemlich negativ und pessimistisch. He says life is a transitory state, and he complains, you're alive, but what profit do you get? Er sagt, Leben ist nur ein vorübergehender Zustand. Du lebst zwar, aber worin profitierst du davon? You yearn for life like a man of wealth, but and death brings weeping, and never again to see the sun. Du sehnst dich vielleicht nach dem Leben eines reichen Mannes, aber dann bringt der Tod Tränen und niemals wieder wird man die Sonne sehen. One of these ancient writings I've got a record of actually says virtually the same thing as Ecclesiastes. Und eine andere ganz alte Quelle, die ich auch mal gelesen habe, sagt fast wörtlich das Gleiche wie im Prediger. Enjoy life as much as you can, enjoy your wife and do your best. Und der Rat, den man da bekommt, ist, genieß das Leben so gut du kannst, genieß deine Frau, tu dein Bestes. Now, one of the interesting things was brought to my attention by Wilrins. Do you guys know Wilrins here? Kennt ihr Wilrens, You know unseren him. Bibellehrer? Those who don't know him yet will get to know him. Oh, he's coming. Oh, yes. Oh, you're Wir in for a werden treat. ihn noch kennenlernen. Yeah. Who? Wilrens Hornstra. Wilrins was the one who brought the SBS to the School of Biblical Studies to this base last century. Im letzten Jahrhundert I think. hat Wilrens die SBS-Schule hier in Schloss gebracht. And he drew my attention to a scholar by the name of Miller who did a PhD on Ecclesiastes. Er hat meine Aufmerksamkeit auf einen Gelehrten, der Müller heißt, Gelenk Miller, der hat seine Doktorarbeit über Prediger geschrieben. And this particular scholar, what he did was studied every every time the word vanity is used. Der hat geguckt und untersucht und jedes Mal versucht herauszufinden, wo das Wort, wie willst du das übersetzen? Eitelkeit? Ja, Eitelkeit vorkommt im Text. It opens this way, verse 2, vanity of vanities, says the teacher, vanity of vanities, all is vanity. Is that the German translation? Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. What is that word? Ja. Meaninglessness or vanity or... Yes. When you
when you come to the last statement before the epilogue, chapter 12, verse 8,